In der Welt der Mode gibt es diejenigen, die Trends setzen und diejenigen, die sie folgen. Doch was macht einen wahren Künstler aus? Vivienne Westwood, Rick Owens, Thom Browne, Karl Lagerfeld oder Stella McCartney. Namen, die die Modebranche revolutioniert haben. Sie beginnen alle mit einer Vision, einen Traum, mit einer unersättlichen Leidenschaft für das, was sie tun. Sie durchbrechen Grenzen, wagen es anders zu sein und inspirierten Generationen von Designern und Visionären. Doch was treibt sie an? Was ist ihr Geheimnis? Es ist die Fähigkeit, Schönheit in allem zu sehen, die Bereitschaft, Risiken einzugehen und vor allem die unerschütterliche Überzeugung, dass Inspiration überall gefunden werden kann. Denn wahre Kreativität kennt keine Grenzen. Sie kann in den einfachsten Dingen gefunden werden. In Blumen, in Werkzeug, im Internet oder vor unserer Tür. Alles, was es braucht, ist ein offener Geist und der Mut, anders zu denken. Begleite mich auf diese Reise der Kreativität und Entdeckung, während ich aus Alltagsgegenständen ein exklusives Modestatement erschaffe. Denn in der Welt der Mode ist nichts unmöglich, solange man den Mut hat, seiner eigenen Vision zu folgen. Inspiration ist überall und Mode kann mehr als nur gut aussehen. Und dass wir uns einmal dieses Thema ein bisschen genauer anschauen, habe ich jetzt dieses Video vorbereitet. Und zwar möchte ich dir beweisen, dass Inspiration überall sein kann und womit du auch arbeiten kannst. Egal ob es diese Tasse ist, egal ob es dieser Stein ist oder dieses Papier. Lass uns eine coole Kollektion entwickeln und ein Teil gemeinsam nähen. Ich zeige dir, wie man einen Entwurf macht, wie man den Schnitt konstruiert und wie man das auch zusammennäht. Und ich bin selber gespannt, was das Endresultat sein wird und nehme dich also mit auf diese Reise. I'm inspired by people. I'm mostly inspired by interactions and just kind of little things that happen that just, it can be anything. It can be the tape on the lighting system here I can get inspired by, or I can get inspired by riding my horse at the weekends and just seeing a bluebell in the forest. They're very subtle things that touch my heart, and they're the things that normally start a process. Also das erste, was wir machen sollten, ist ein Thema oder auch irgendwie eine Inspiration finden. Und ich möchte das hier im Atelier machen, indem ich mich jetzt irgendwie durchschaue und vielleicht ein Objekt finde oder ein Gedanke, was mich motiviert, um daraus ein Konzept zu entwickeln. Also hier filme ich normalerweise. Jetzt gucken wir hier. Also ich habe hier auf dem Boden immer so Inspirationsmut, Stimmungsbilder, wo ich immer was gucke, wenn ich mal Zeichnungen mache. Aber das wäre mir zu einfach. Deswegen suche ich jetzt hier einfach mal bei gewissen Punkten einfach mal ein paar coole Punkte. Eigentlich schon cool, wenn die so aussehen. Komm, das nehmen wir mal mit. Unser erstes Inspirationsteil. Unser Objekt. Ja, das gefällt mir. Okay, dann gucken wir mal weiter. Bücher. Bücher sind so easy peasy. Okay. Vielleicht Blumen. Ja, komm. Nimm mal so Lilienstrauß. Das habe ich mal zusammengeknotet hier. Das sind vielleicht 10 Sträuße und die sind getrocknet. Komm, das machen wir auch. Oh, guck mal, das ergibt schon so mal so ein Bild. So, hier habe ich ein paar Garne. Hier wäre vielleicht auch was interessant. Mach mal dieses Tape. Ja, wir nehmen dieses Tape als Inspiration. So, wir haben 3 Teile. Einmal so ein Tape, dann so eine Kerze und getrocknete Lilien. Das wird die Inspiration für nächstes Teil, was ich mit euch mache.
Okay, jetzt wo ich den Entwurf gemacht habe und auch meinen Schnitt, ich zeige dir jetzt erstmal den Schnitt. Dazu nehme ich dich kurz mit. Okay, dafür gehen wir jetzt einmal hierher. Und zwar habe ich das jetzt gestern Abend noch kurz gemacht. Man sieht jetzt hier das Vorderteil, das Rückenteil und den Ärmel. Und ich habe jetzt vorher den Entwurf ein bisschen verändert, aber ansonsten passt es so. Ich habe jetzt hier vorne den Schalkragen konstruiert, das siehst du so. Und zwar hat man hier einen Beleg und einen Oberstoff. Also so konstruiert man einen Schalkragen, falls du das noch nie gesehen hast. Dann geht man weiter. Ich habe jetzt hier siehst du, das ist jetzt eigentlich der Grundschnitt. Das ist die Armkugel vom Grundschnitt. Und ich habe es Oversize gemacht. Also ich habe die Schulter richtig überschnitten, dann das Armloch sehr weit gerundet und sehr tief gelegt. Und dann hier sieht man die Seitennaht und hier hat man jetzt diesen Saumabschluss. Hier hat man die Vorderseite des Hemdes oder dieser Jacke, wie man das auch nennen mag. Ansonsten, du erkennst jetzt, es ist schon sehr Oversize. Hinten jetzt genauso. Du siehst, hier sieht man den Grundschnitt. Hier hat man eigentlich einen Abnäher, den habe ich aber entfernt. Und hier hat man den Hals noch. Und ich habe hier hinten die Falte. Die Schulter an sich ist schon wieder sehr überschnitten. Und hier, was du hier siehst, das ist der Ärmel. Und hier ist der Vorderteil Ärmel. Also wir haben hier ein bisschen, ja, so ein extra Teil. Ja, dann sieht man auch hier jetzt Ärmel, das ist der Vorderärmel und hier ist der Rückenärmel. Und das wird quasi hier dann angenäht und dann werde ich am Ärmel selbst nochmal die Ärmelnaht schließen. Und das sieht dann so aus. Das habe ich dann abgekopiert jetzt auskopiert vom Vorderteil und Rückenteil. Und du siehst, das hier ist dann die Schulternaht. Hier, das sind die Nähte, die du vorgesehen hast. Und die gehen hier dann zusammen. Also kannst dir vorstellen, das und das wird später zusammengenäht. Und das ergibt dann unser Ärmel. So. Hier am Saum jetzt habe ich ein bisschen abgeändert. Hier war die erste Vorstellung, so einen Schlitz zu haben. Aber das wird dann so eine Art, ja, keine Ahnung. Ich habe es mal angefangen so zu machen und das mache ich jetzt halt öfters. Das ist halt so eine überschnittene Schlitznaht. Also das da endet irgendwo hier später und das da endet irgendwo hier. Dann hat man auch so einen Schlitz, was sich überlagert. Also das ist jetzt nicht so ein Schlitz, den man irgendwo hier und hier dann zusammennäht und dann hat man einfach einen Schlitz. Ich guck mal, ob man das hier irgendwo sieht bei meinen Sachen. Also ich kann dir kein Beispiel geben, aber ich blende dir hier vielleicht mal eins ein, dann weißt du, worüber ich rede. Also ansonsten werde ich das jetzt auskopieren und einmal an meinen Stoff zulegen. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass wirklich dieser weiße Bereich hier von der Schulter herauskommt. Dieses beige Teil wird links sein und dieses schwarze Teil wird rechts sein. Und ich werde diesen Stoff quasi umnähen und dann einfach mal hinlegen. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie das komplett aussehen wird, aber so ungefähr wird es aussehen. So, dass hier irgendwo die Schulter ist und hier oder hier, ich weiß nicht, irgendwie hier. So ungefähr wird es aussehen. Keine Ahnung. Weil hier habe ich halt das Problem, wenn ich das nachher umdrehe, ich muss ja das irgendwo, ich brauche ja auch ein Rückenteil. Und das bedeutet, ich muss entweder hier das schwarze Stoff in der hinteren Mitte oder das irgendwo in der hinteren Mitte oder irgendwo muss ich ja das schließen. Also da muss ich noch gucken oder ob ich ein extra Stoffteil, was ich auch hier unten mache, für meinen Rückenteil verwende und nur dieses farbige Printstoff für ein Vorderteil verwende. Da muss ich noch gucken. Aber ansonsten
gucken wir uns mal meinen Entwurf an. Ich habe jetzt hier, das war mein erster Entwurf, habe ich hier? Ja, ich habe meinen Stoff auskopiert und dann halt mit diesen Tapes quasi eine Formenfindung gemacht. Also da kommt man halt durch so abstrakte Sachen halt noch auf neue Ideen. Dann habe ich das bisschen geändert und gedacht, scheiße, okay, ich habe hier einen Stoff, aber das wird ja nicht so aussehen, dann muss ich das ja ändern. Dann habe ich das nochmal überarbeitet, bin dann halt auf diese Ärmel, Trompetenärmel gekommen und dachte, okay, nee, ein Kleid will ich nicht. So, schön und gut, dann bin ich halt auf diese Idee gekommen. Eine Tunika oder so ein Kimono, wo ich jetzt quasi so eine Art überschnittene Schulternaht habe. Dann habe ich mich von den Blüten inspirieren lassen. Die kann ich hier mal auch holen. So. Also ich fand das jetzt hier, das sieht halt so überladen aus und hat so verschiedene Ebenen. Und damit wollte ich arbeiten. Und entweder mit einem Schlitz oder halt mit so einer, ja, Partie am Ärmel. Und das habe ich dann halt so verarbeitet, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier zwar so eine Art Beleg und der Ärmel kommt hier nochmal raus. Und das fand ich halt so als Idee von hier jetzt. Keine Ahnung, so habe ich mich irgendwie inspirieren lassen. Und dieselbe Idee habe ich dann, wo sieht man das, hier verwendet. Das ist jetzt dieser Schlitz, den ich dir vorher gezeigt habe. Und hier findet man das wieder. Also man hat es am Ärmel, hier diese Partie. Und dann hat man das nochmal hier unten am Saum. Und das fand ich cool. Und ja, ich habe halt vorne mit diesen Tapes gearbeitet. Und das habe ich hier dann auch nochmal gemacht, dass ich gesagt habe, ich arbeite mit diesen Tapes. Und das wird dann schwarz auf schwarz sein. Also ich muss dann einen Stoff finden, was nochmal so schwarz auf schwarz ist oder schwarz auf hell, weiß ich noch nicht, da muss ich noch gucken. Aber an sich, so wird mein Entwurf aussehen. Und das ist dann von der Seitenansicht, Perspektive. Man sieht, ich habe weite Ärmel und die sind nicht sehr lang. Ja, also bis hierher sollen die ungefähr gehen. Ich weiß halt noch nicht die komplette Länge, deswegen habe ich das erstmal so gemacht. Keine Ahnung, wie viel hat das? 44 cm. Aber dadurch, dass ja die Schulter überschnitten ist, geht es ja ein bisschen weiter runter. Aber ansonsten, ja, was mein nächster Schritt ist, dass ich das jetzt nochmal auskopiere und dann erstmal anlege. Und dann gucke ich mal, was daraus wird, keine Ahnung. Hinten sieht man jetzt auch nochmal eine Quetschfalte. Die wird ungefähr so aussehen. Da habe ich jetzt, falls du es nachmachen willst, 4,5 cm als Falteninhalt gemacht. Und hinten hat man jetzt hier nochmal, das habe ich noch korrigiert, dass es ein bisschen größer ist, habe ich nochmal so einen schwarzen Ansatz. Das sieht dann so aus. Genau, also so stelle ich mir das Ganze mal vor. Also ich habe jetzt meinen Schnitt gemacht und ausgeschnitten. Ich habe aber noch nicht die Belege zugeschnitten. Aus dem Grund, dass ich erstmal ein Muster zusammennähe. Weil so sehe ich erstmal, ob der Schnitt stimmt und ob mein Design überhaupt gut aussieht. Demnach werde ich jetzt erstmal den Schnitt so zuschneiden auf einen ganz normalen Stoff, dass ich erstmal schauen kann, ob mir das so gefällt und je nachdem ein paar Veränderungen machen werde. 20 Minuten später. Weißt du was?
Ich mache das jetzt auf den originalen Stoff. Und schneide es jetzt zu und guck einfach mal, wie es wird. Und das liegt nicht an den 3 oder 4 Weingläsern, sondern ich denke, Kreativität muss einfach mal so boomen. Also es ist jetzt, warte, ich muss mal gucken. Es ist jetzt 21 Uhr, fast 21 Uhr. Und ich bin immer noch nicht fertig. Also, wenn man mit Wein arbeitet, dann dauert es. Es dauert einfach. Okay, aber ich bin gleich fertig. Ich bin jetzt bei dem letzten Schnitt. So, ich bin jetzt bei dem letzten Schnittteil und würde dann zuschneiden am fertigen Stoff. Aber es hat jetzt echt lange gedauert. Also ich höre gerade Musik, aber das soll mich gar nicht stören bei dem ganzen Prozess. Okay, und es ist gerade kein Geheimnis, dass ich angetrunken bin. Also, warte, so ist es nicht besser. Ich habe jetzt alle Schnittteile auskopiert und werde die jetzt zuschneiden. Das werde ich jetzt tun. Eine Ewigkeit später. Okay, erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich so angetrunken bin, aber das gehört gerade bei mir so einfach dazu. Oh mein Gott. Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt sagen, dass ich zum einen alle Schnittteile auskopiert habe und komme jetzt zu dem Schritt, wo ich diese Schnittteile aus Stoff legen muss. Und ich habe ja vorgesagt, dass ich jetzt drauf kacke, ob ich jetzt ein Sample draus mache, sondern ich mache das jetzt mal komplett auf das Originalstoff. Mein Hintergrundgedanke war, wenn ich jetzt verkacke, dann ist es ja egal, weil dann trage ich das ja. Aber so zum einen sehe ich das ja dann auch auf den finalen Stoff, woraus ja auch drauf ankommt. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt auf den Originalstoff und spare damit Zeit und Energie und lass mich überraschen, wie das Teil wird. Also das ist jetzt zum einen als Zwischenfazit. Was du nicht siehst ist, ich renne ab und zu zum Spiegel und dann dance ich richtig ab. Und ja, das gefällt mir und das macht's angenehm, weil wenn man jetzt allein nur Schnitt macht, dann wird's irgendwann langweilig und deswegen braucht man so ein Ventil, dass es auch Spaß macht. Und wie du siehst, es macht Spaß. Ja, okay. Machen wir einmal weiter. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir den Schnitt auskopiert haben und jetzt zum Stoff auflegen. Und hier siehst du jetzt, wie es weitergeht. Missgeschick passiert. Als ich aufgenommen habe, ist mir mein Handy runtergefallen. Ich hoffe deswegen, liked ihr bitte dieses Video und folgt mir, weil das macht mir Herzschmerzen. Und ich glaube, es ist jetzt eine gute Zeit, um 11:30, also 23:15 Uhr haben wir jetzt, dass wir jetzt Schluss machen. Und ich mache einfach morgen weiter. Ich habe jetzt die Schnitte
soweit fast ausgeschnitten. Mir fehlt jetzt nur noch dieses schwarze, also so einen schwarzen Stoff, den ich erstmal finden muss und zuschneiden werde. Und dann werde ich im nächsten Teil es zusammennähen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, was ich jetzt gemacht habe. Und ich hoffe jetzt, dass es morgen beim Zusammennähen sehr gut aussehen wird. Das ist halt so die Frage. So am Schnitt an sich kann es sehr gut aussehen, aber dann, wenn man das Teil zusammennäht, dann merkt man eigentlich, ob es passt oder nicht. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich es ja so zusammennähen werde. Und deswegen werde ich jetzt mal gespannt sein, ob es morgen auch so sein wird, dass ich damit zufrieden sein werde. Aber du merkst schon an meiner Stimme, ich bin sehr müde. Und mein Tag war sehr lang. Und ja, ich freue mich jetzt auf morgen und nimm dich sehr gerne mit. Und es ist ein neuer Tag. Hi. Ich habe jetzt inzwischen die Stoffe ausgesucht, die ich jetzt einmal dir ein bisschen zeigen möchte. Und zwar ist es ja unser Oberstoff, was wir ja schon zugeschnitten hatten. Das hier. Wir haben ja hier so einen Beige-Ton, weiß und so ein Schwarz. Auf der Rückseite ist der helle Stoff zu sehen, weil das einfach nur auf der Oberfläche bedruckt worden ist. Also habe ich da jetzt nochmal wegen meinem Entwurf geschaut, dass ich ja auch einen Stoff brauche, damit es jetzt nicht zu billig aussieht. Also habe ich so einen Borkenstoff rausgesucht, der eine sehr glänzende Oberfläche hat und nochmal so einen leicht fallenden Acrylstoff oder Polyester. Ich habe gerade die Zusammensetzung gerade nicht da, aber das würde ich noch raussuchen. Aber ansonsten mir gefällt es einfach, dass es sehr schön fällt, dieses Schwarze. Es harmoniert auch noch mit unserem Oberstoff und dieser edle Stoff macht es einfach nochmal so ein bisschen schöner. Aber ich bin erstmal gespannt, wie das aussieht, wenn man das zusammennäht, weil dann kann das ja auch anders wirken. Ich habe jetzt auch hinten wegen dem Zuschnitt ja noch eine hintere Mitte gemacht, damit ich meinen Musterstoff nicht irgendwie auseinanderschneiden muss, dass es nicht irgendwie Patchwork-mäßig aussieht. Ich würde da jetzt einfach die hintere Mitte später zunähen und eine Kellerfalte draus machen. Also es wird nicht eine Quetschfalte wie hier, sondern eine Kellerfalte. Ist fast das gleiche, nur legt sich das in die Innenseite. Also ich habe jetzt mal einen Zuschnitt gemacht, ich habe hier meinen Oberstoff, dann habe ich hier die Teile, die ich halt auch brauche, mein Ober-Unterkragen, ich habe hier dieses Ärmelstückteil und hier sind jetzt auch die Streifen für den Ärmel. Ich habe jetzt auch schon mal so ein Ärmelfutter und Ärmelbeleg gemacht, so falls es halt funktioniert. Ansonsten würde ich das hier einfach quasi anpassen, wenn ich dann auch das bisschen zuschneide und kürze. Dann habe ich auch schon meine Einlagen zugeschnitten. Die beklebe ich gleich auf die Oberstoff und auf die Belege. Also die habe ich jetzt gemacht für diesen Saumabschluss und natürlich für die Krägen. Und dann habe ich hinten auch noch so eine Art Passe, dass es halt schön verarbeitet wird, aber das zeige ich dir dann auch später. Ansonsten werde ich jetzt die Einlagen bekleben und dann werde ich anfangen zu nähen. Aber an sich war das schon sehr viel Arbeit, bis hierher zu kommen.
Also so sieht jetzt der Ärmel aus. Einfach ganz normal zusammengenäht. Ich habe jetzt den zweiten noch nicht gemacht, weil ich jetzt erstmal gucken will, wie das wirkt. Ob es vielleicht so mit diesem Stoff nicht so gut ist oder ob ich das einfach weglasse mit dem Ärmel. Aber ich mache jetzt nochmal diese schwarzen seitlichen Teile rein und dann gucke ich mir das mal auf der Puppe genauer an. Ansonsten bin ich jetzt schon rund 3 Stunden hier am Nähen und bin noch nicht ganz fertig. Also es hat seine Zeit. Also so sieht jetzt das Design mit den Ärmeln aus. Ich habe es jetzt mal provisorisch hier reingepinnt. Also laut Entwurf sieht es jetzt auch schon mal so aus. Und es ist eigentlich sehr gut geworden. Nur ohne Ärmel gefällt es mir halt auch. Ich würde jetzt mal den zweiten Ärmel nochmal dran nähen. Oder ja, erstmal nähen, dann dran machen und dann auf jeden Fall nochmal diesen Unterteil, was ich ja hier auch noch habe. Das sind die 2 Teile. Dann würde ich das noch nicht festnähen, sondern erstmal dran stecken und so gucken, wie es aussieht. Aber auf jeden Fall, mir gefällt schon mal, dass es so Ton in Ton ist, wie hier beim Ärmel. Und dass die hier, so wie gewollt, wirklich abstehen. Hier dieser Abschluss. Einen wunderschönen guten neuen Tag. Wir haben heute den 3. Tag, wo ich an diesem Projekt sitze. Und zwar sieht mein Teil, schauen wir uns einmal das Teil genauer an. Das ist jetzt hier hinten auf der Puppe, dass ich das einmal so angezogen sehen kann. Weil mir fällt jetzt so auf den ersten Blick ein, dass es etwas länger geworden ist, als ich in meiner Skizze eingezeichnet habe. Da muss ich jetzt einfach mal gucken, ob es mir kürzer ein bisschen besser gefällt. Und dadurch fange ich jetzt erstmal mit meinen Belegen an, also diesen unteren Saum, und das lege ich dann an der Puppe. Und ich habe jetzt auch noch nicht das Innenbeleg vom Kragen genäht, dass ich erstmal gucken kann, ob es überhaupt unten passt. Erst dann steppe ich den Beleg und diesen Revers am Produkt an. Genau, ansonsten werde ich dann auch noch schauen, ob ich das mit den Ärmeln so mache. Und je nachdem werde ich wahrscheinlich heute fertig sein. Also ich beschließe jetzt, die Länge so zu lassen, weil ich würde dann theoretisch, weil ich würde ansonsten zu viel hinten auch vom Muster wegnehmen und das würde mir dann zu wenig sein, so vom Stoffmuster. Und deswegen lasse ich das jetzt von der Länge. Auch ist es so, dass es dann hinten zu kurz wird. Und das gefällt mir dann auch nicht so enorm. Deswegen lasse ich das jetzt so von der Länge und werde das jetzt mal dran nähen. Und die Ärmel lasse ich auch komplett weg, weil mir gefällt es so, dass es an sich sehr überschnitten aussieht. Und die Ärmel würden das einfach jetzt nur noch, ja, ich sag jetzt nicht schlechter, aber es würde nicht mehr so enorm tragbar wirken. Und so sieht es halt schon sehr sommerlich aus. Und mir gefällt es jetzt einfach ohne Ärmel, deswegen lasse ich die komplett weg. Also so ist es jetzt von innen. Ich habe jetzt hier an den vorderen Kanten, das wird ja später hier so umgeschlagen, das ist mein Beleg. Ich habe da jetzt so eine Art Paspellierung oder so ein Schrägband reingemacht. Und genauso an den Ecken. Ich habe die hier so schön verstürzt, dass das einfach, wenn ich nach den Kragen zumache, dass man die Nähte hier nicht sieht,
Das wird nachher umgeschlagen, abgesteppt schön und die hier werden später, also das muss später hierher und das fixiere ich dann später mit der Hand. Dann liegt es auch komplett flach da und so kannst du dann auch, falls du was nähen möchtest, arbeiten. Das ist quasi der Innenkragen und das ist so der Beleg von vorne. Ich habe das auch hier jetzt an der Kante mal abgesteppt. Das machst du einfach, indem du den Kragen so flach hinlegst und dann kantig einmal absteppst. So brauchst du auch nicht mehr so richtig bügeln, sondern die Naht drückt sich automatisch dahin, wo du es haben möchtest. Und du kannst dir vorstellen, dass der nachher so liegen soll und dann sieht man auch nicht die Innennaht, weil die rutscht dann automatisch nach hinten. Genau, was mir jetzt auch hier auffällt, an sich, die Naht ist super ordentlich genäht, aber der Stoff an sich ist sehr flüssig. Also es wellt halt hier, wenn man das jetzt hier so hinlegt, dann ist es schon sehr flach, aber sobald halt die Naht ein bisschen drückt, sieht es halt ein bisschen unordentlich aus, aber das kennst du so von so Jacken oder Blusen, die auch aus so einem Stoff sind, dass es einfach ja so wirkt, aber wenn man die anhat, dann sieht es auf einmal nicht so schlimm aus. Aber ja, damit muss man jetzt irgendwie klarkommen. Ich werde auch später hier die Naht nochmal mit einem Schrägband schön verarbeiten, dann wirkt die auch sehr sauber. Also ich mache dasselbe wie jetzt hier auch bei der Kante, dass ich das dann später schön verarbeite. Genau, ansonsten bin ich dann demnächst fertig. Also so sieht es jetzt aus. Das ist jetzt die weggeschnittene Nahtzugabe. Das ist jetzt das Schrägband. Ich hätte jetzt die Möglichkeit so abzusteppen, dass wir hier jetzt eine Naht hätten. Oder ich mache das wieder hier per Hand so. Was mich jetzt aber ein bisschen stört, ist, dass es hier dann schon relativ dick wirkt und das dann hier auch ein bisschen drückt. Also ich überlege jetzt, ob ich wirklich das jetzt umbüge und hier dann einmal kantig absteppe. Dann hätte ich quasi hier eine Steppnaht, die dann aber wieder mit den anderen Nähten ein bisschen was Sportliches bringt. Später. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich das hier nochmal so 0,5 cm abgesteppt habe. Und dann einfach kantig abgesteppt
Also es hat eine sehr schöne Verarbeitung jetzt auch von innen. Und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass diese Nähte hier so kräuseln, weil das habe ich in fast allen Nähten jetzt hier. Also das ist einfach jetzt der Stoff. Und ich werde es jetzt nochmal bügeln und dann bin ich fertig. Und wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ganze 3 Tage hat es also gedauert, von der Idee bis zum Schnitt und den Fertignähen des Teiles. Ja, auch wenn es lange gedauert hat, also man kann ja sich das mal so vorstellen, dass man heutzutage ganz schnell beim Discounter oder bei einer großen Kette so ein Produkt vielleicht für 40 € bekommt. Demnach kann man sich auch gut vorstellen, dass man einfach ja nicht so die Motivation hat, das ganze Ding jetzt zu produzieren, weil es einfach viel Aufwand ist. Aber man hat ja die Möglichkeit, seinen eigenen Entwurf zu realisieren und das macht es ja gerade aus. Und wenn man halt so seine eigenen Ideen hat, dann ist es auch wieder was Schönes, dass man einfach die Macht hat oder auch die Möglichkeit, etwas fertigzustellen, mit dem eigenen Stoff vor allem. Und ja, dieses Projekt hat mir auch wieder gezeigt, dass man wieder sehr viel Spaß daran haben kann. Und ich hoffe auch, dass du gesehen hast, dass es eigentlich sehr leicht ist, wenn man dieses Handwerk kann. Und wenn man auch ein bisschen geschickt mit der Nähmaschine umgehen kann und auch den Schnitt versteht natürlich, dass man da sehr viel machen kann. Damit verabschiede ich mich auch zu diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video viel Mehrwert gegeben, dass du auch vielleicht Neues mitgenommen hast und wenn du auch selber nähst, dass du vielleicht auch von der Verarbeitung was mitnehmen kannst. Wenn du auch nicht nähst, dann war es mir einfach wichtig, dass du siehst, dass da sehr viel Handarbeit dahinter steckt. Genau. Also, ich hoffe, dass du meinen Kanal auch abonnierst. Es war sehr viel Arbeit, dieses Video zu machen. Und es werden auch viele weitere Videos kommen. Und wenn du auch siehst, meine Entwicklung wird immer besser. Ich freunde mich schon an, hier meine Videos zu machen, auch wenn es sehr, sehr viel Zeit kostet und auch vom Aufwand her nicht gerade so produktiv scheint, weil man einfach von der Arbeit auch abgelenkt wird und immer eine Kamera dabei haben muss und das so ein bisschen, ja, spürbar ist an der Kreativität, möchte ich einfach so einen Flow reinfinden und freue mich, wenn du mich auf meiner Reise begleitest und ja, genau. Also, dann bis zum nächsten Video.